Ich bin in Luzern geboren, habe meine ersten 4-5 Jahre hier auch verbracht. Wir sehen hier das frühere Konservatorium von Luzern. Ich habe hier nicht studiert, ich habe nur 1987 einen Meisterkurs bei Franco Gulli besucht. Ich bin zu den Berliner Philharmonikern gekommen, quasi auf der Endmoräne der Karajan-Zeit. Ich habe 1994 zum ersten Mal Aushilfe gespielt und bin dann 1997 fest ins Orchester gekommen, in der Abbado-Ära. Aber es war noch ein großer Teil der Kollegen da, die die gesamte Karajan-Ära miterlebt haben und damit auch irgendwie das Selbstverständnis dieses Orchester geprägt haben. Man hat sich gesiezt. Das war für mich ganz neu, weil die Schweiz war damals doch schon ein bisschen weiter und man hatte so die Auffassung, wenn man zusammen Musik macht, dann duzt man sich. Es gab Kollegen, die haben sich 40 Jahre gesiezt und sind dann in Rente gegangen. Ja. Auch etwas, ja. Und das hat sich sicher verändert. Ich spiele in der Gruppe der zweiten Geigen und gehöre somit zu den Mittelstimmen. Ich würde es eigentlich gerne mit dem Chor vergleichen. Die zweiten Geigen hätten dann die Funktion der Altstimmen. Wir haben weniger thematisches Material, wie das der Sopran oder die erste Geige hat. Wir haben oft die Aufgabe zu verbinden. Manchmal muss man total hervortreten, manchmal knapp unter der ersten Geige sein, manchmal ganz verschwinden. Also es braucht ein großes Maß an Flexibilität und auch Übersicht. Als ich das erste Mal hier gespielt habe, war es insofern spannend, weil der Akustiker immer vor Ort war und man hat damals noch experimentiert. Das KKL hat eine sehr spannende Akustik. Ich würde sie beschreiben als eine Art al dente Akustik. Es erfordert von den Orchestern, von den Solisten, die drin spielen, eine andere Behandlung des Instrumentes und des Raumes. Man muss schauen, dass der Klang warm und füllig bleibt. An unserem zweiten und letzten Abend in Luzern spielen wir die Tondichtung Mein Vaterland von Smetana. In dem Stück werden ja sehr viele Mythen vertont, aus der Geschichte Tschechiens, teilweise sehr blutig mit Rüstungen und Kampf und Schwert. Aber wie oft bei ganz großer Musik ergibt sie sich auch ohne die Geschichte zu kennen. Und in diesem Fall, weil sie teilweise sehr blutig ist, ist es vielleicht sogar besser, man kennt das Programm gar nicht so genau. Wenn man ein schweizerisches Mein Vaterland komponieren würde, dann würde entsprechend zu Smetana die heldenhafte Geschichte der Schweiz natürlich vorkommen. Das sich befreien aus fremdem Joch, aus fremder Herrschaft, das sich verdingen als Söldner in fremden Heeren und dann die furchtbare Tragödie festzustellen, dass man auf verschiedenen Seiten gegeneinander kämpft und dann der Entschluss schlussendlich, sich aus allen fremden Händeln rauszuhalten und den Weg der Neutralität zu gehen.